Diesmal möchten wir ein Einstiegssignal für diesen Oszillator hier erstellen. Es handelt sich um den sogenannten Bears Power Oszillator. Also schauen wir uns mal an, wie man das mit MQL5 programmieren kann. Diesmal wollen wir den Bears Power Oszillator berechnen und ihn verwenden, um ein Einstiegssignal für Ihr Handelssystem zu erstellen. Der Bears Power wird unterhalb des Kerzencharts angezeigt und erzeugt Werte, die entweder über oder unter 0 liegen. Um zu beginnen, erstellen wir eine neue Datei namens checkentry-bears power in unserem Verzeichnis, in dem die anderen Systemdateien bereits gespeichert sind. Die neue Datei verwendet eine Funktion namens checkentry und wir erstellen eine Variable namens Signal, mit der wir am Ende der Funktion unser berechnetes Signal zurückgeben können. Und natürlich benötigen wir auch ein Array, um die Kursdaten für einige Kerzen zu speichern. Lassen Sie uns nun fortfahren und eine Definition für unsere oszillierende Funktion erstellen. MQL5 bietet dafür eine integrierte Funktion namens eBears Power. Es werden 3 Parameter benötigt. Die ersten beiden sind für das aktuelle Symbol und die Periode im Chart, der dritte ist für die Berechnungsperiode. In unserem Fall ist es 13. Anschließend verwenden wir ArraySetAsSeries, um unser Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Und nun können wir unser Array mit Hilfe von CopyBuffer mit Daten füllen. Wir tun dies für die Definition, die wir vor einer Minute erstellt haben, und für Puffer 0. Wir wollen mit der aktuellen Kerze 0 beginnen und die Kursdaten für 3 Kerzen kopieren. Das Ergebnis wird in unserem Preis-Array gespeichert. Und damit können wir jetzt den Wert für die aktuelle Kerze ermitteln, indem wir in das Preis-Array schauen und insbesondere den Wert für Kerze 0 betrachten. Jetzt können wir das Kaufsignal berechnen. Immer wenn der Wert des Bears Power über 0 liegt, wollen wir dies als Kaufsignal verwenden. Weisen wir unserem Signal also das Wort Buy zu. Im anderen Fall wollen wir verkaufen, wenn der Wert unter 0 liegt. In diesem Fall möchten wir der Signalvariablen das Wort Sell zuweisen. Und nun verwenden Sie bitte die Return-Funktion, um den berechneten Wert am Ende der Funktion an unser Hauptmodul zurückzugeben. Das war's mit dem Einstiegsmodul. Bitte speichern Sie es jetzt. Und anschließend müssen Sie die Hauptdatei öffnen und nach dem Teil suchen, in dem das Eingangssignal nun eingebunden werden muss. Dazu verwenden Sie die Anweisung include, gefolgt von dem Dateinamen für unser Einstiegssignal. Fügen Sie bitte für jedes andere Einstiegssignal 2 Schrägstriche hinzu. Wenn Sie fertig sind, können Sie F7 drücken oder auf die Schaltfläche Kompilieren klicken, um das Hauptmodul und das soeben erstellte Einstiegsmodul zu kompilieren. Wenn alles gut gegangen ist, sollten Sie keine Fehler erhalten. Falls doch, sehen Sie sich bitte die Fehlermeldungen an und was sie bedeuten. Auf MQL5.com gibt es eine Liste dieser Fehlerursachen. Okay, wenn der Kompiliervorgang bei Ihnen funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt eine Version für den Bears Power haben, die Sie als Einstiegssignal nutzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.